Is war ein dieser nicht, die man sofort in Erinnerung behält, weil les in der Luft so schwer wirkt, als wäre die dunkel, heit selbst lebendig. Der Himmel hing tief über der Stadt, der Mond versteckt sich hinter dichten Wolken, an die Straßen, Laternen flackerten, als würden sie jeden Moment erlöschen. Eine Sorg, eier Jackie in Jör am Sitch, während sie mit ihren beiden Freunden Jonas und Marie durch die schmalen Straßen ging. Sie hat selbst vorgeschlagen, das old Krankenhaus am Stadge, an zu betreten, doch je näher sie kämen, desto mehr wuchs in ihr ein seltsames Gefühl von Unruhe. Das Gebiet war berüchtigt schon seit Jahrzehnten. Jeder im Ort kennt die Geschichten, die sich darum rankten, Patienten, die plötzlich verschwanden erst, die angeblich grausame Experiment durchgeführt hatten und Schrei, die noch immer in der Nacht durch die silbernen Fenster halten. Manch schworen, sie hätten Licht in den Räumen gesehen, obwohl das Krankenhaus seit 30 Jahren leer stand. Einer hat bestimmt gelacht, wenn jemand davon erzählt, sei war rational, glaubt nicht an Geister oder übernatürliche Dinge. Aber jetzt in dieser Nacht, als sie den riesigen Schatten des Gebiets sah, wirkte es anders. Die Fassade ragt schwarz in den Himmel, überwuchert von Efeu, die Fenster zerschlagen, als hätten unsichtbare Hände sie zertrümmert. Das Großeisentor war halb eingestürzt, doch die massiven Türen des Haupteingangs standen offen, als hätten sie nur auf Besatzer gewartet. Jonas, der sich immer stark gab, grinst überheblich und sagt, na los, Anna, du wolltest doch hier rein. Hast du etwa schon kalt Fuß? Sein Stimme war leicht spöttisch, aber konnte den Anflug von Nervosität et nicht verbergen. Marie hingegen schwieg, sie sah das Gebiet an, ihre Augen spiegelten ein leises Surgen. Anna atmet tief ein, zwang sich zu einem Lächeln und schob die Tür weiter auf. Ein Dutch, ringender Geräusch von Feuchtigkeit, Marder und rostigem Metall schlug ihr entgegen. Der erste Schritt in das Gebiet klang laut, fast zu laut, als hätte der Boden seit Jahren niemanden mehr getragen. Ihre Taschenlampe beleuchtete den langen Korridor, dessen Wände mit abblitternder Farbe bedeckt waren. Hier und da sah man old Hinweisschilder, Notaufnahme, Station B, Röntgen. Es wirkt, als hätte man das Krankenhaus in Eil verlassen, ohne Zeit, die Spuren zu verwischen. Kommt's gone, sagt Anna und ging voran. Jeder Schritt holt in den Gängen weiter, begleitet vom Nacken des morschen Halses unter ihren Füßen. Irgendwo tropft Wasser in unregelmäßigen Abständen. Wie ein leiser Pulsschlag, der das Gebiet am Leben erhielt. Plötzlich blieb Anna stehen. Ein dumpfes Geräusch kam aus der Ferne, als hätte Jem, und mit der Faust gegen ein Tür geschlagen, dreimal. Langsam, dann still, Marie packt instinktiv Annas Arm, ihre Stimme zittert, hast du das gehört? Jonas lacht nervös, doch sein Lachen war dünn. Bestimmt nur ein Tier. Retten oder so, doch niem, und von einen glaubt wirklich an sein Erklärung. Sie gingen weiter, und Anna spürt, wie das Gebiet sie zu verschlingen begann. Jeder Raum, an dem sie vorbeikämen, wirkt wie ein eingefrorener Moment aus der Vergangenheit. In einem der Zimmer standen noch Betten, die Matratzen zerrissen, die Decken schmutzig. Auf dem Boden lag ein alter Teddy, der noch schief angenäht, der Stoff von Skimmel durchziehen. Anna bückt sich kurz, doch ein eisiger Luftzug ließ sie so schnell zurückschrecken, dass sie fast stolpert. Die Kälte schien nicht nur von den Wänden zu kommen, sie wirkt lebendig, als würde sie durch ihre Haut direkt in die Notchen kriechen. Jonas ging voraus und versuchte, mit lauter Stimme den Druck zu brechen. Vielleicht finden wir ja
Einen geheimen Kellerwolle alter OP, Workshuge, dann können wir die Geisterjäger spielen. Sein wird holten spurtig in den Lieren, Rejumen weiter, aber die still danach war erdrückend. Einer fühlt, weil sich eier Herzschlag beschleunigt, als sei die Netztür aufstes. Der Raum dahinter war ein ehemaliges Schwesternzimmer, die Schränk halber Fen, Akte Nordener Wörstrut, manch Satan zerfetzt, als het Gem, und sei mit jewelt herausgerissen. Marie hob ein Virgel, splat auf und flüstert, das ist ein Patientenbrut von 1989. Eier Stern runselt sich, als sei die wordlos Patientin NR 47, unkontrolliert Schrei, Verwegerung von Nahrungsbehandlung abgebrochen, der Rest war unlesbar. Eine spürt ein Kribbeln im Nacken, als het Gem, und hinter eier Gestanden und über eier Schulter Geschaut. Sei dreht sich Blitz, Nellam, doch der Korridor war leer. Nur die Schatten, die sich bewegten, als ob sei ein eigen Form angenommen hätten. Sei gingen tiefer in das Herz des Gebiuts, die Luftwort schwöre, dichte, das Gefühl von Seitlässigkeit überkam sei, als wären die letzten 30 Jahre nicht vergangen. In der Fern hörten sei wieder das Klopfen, diesmal schneller, nervöser, als wohl Gem, und dringend eier Aufmerksamkeit. Anna konnt nicht anders, sei muss dem Geriosch folgen, auch wenn eier Freund surgeten, eier Schritt fuhrten sei zu einer breiten Tür am Ende des Flurs halb geöffnet. Ein Verblas Schild hing schief denben, Operationssaal, der Raum dahinter war groß, doch leer war nicht. Die alten Mitteltisch standen noch immer, die Instrument legen Wörstrut von Rost zerfrissen, und der Wand hing ein riesiger Spiegel, gesprungen, die Bruchlinien zogen, sich wie Spinnenweben über die Oberfläche. Anna hob Eierlamp und für einen Augenblick glaubt sei, ein Bewegung im Spiegel zu sehen nicht von eigenen, sondern etwas anderes, das dahinter stand. Eier Kehl war trocken, sei zwang sich zu blinzeln, und das Bild war verschwunden. Marie quietscht plötzlich. Da ist Gem und eier Taschenlamp sagt, als sei in die Eck des Raums leuchtet. Doch da war nichts, nur ein alter Rollwagen, die sen redder rostig naten. Aber die Luft vibriert, als het Gem, und unsichtbars den Raum betreten. Jonas trat einen Schritt zurück, doch Anna matcht unbewusst einen Nack vorn. Is war, als wued et was sei sehen, als het das Gebiut sei skon längst außerwelt. Eier Atem beschleunigt sich, während sei den Blick nicht von der Dunkelheit lösen konnt. Und da hört sei is ein leises, kaum wahrnehmbares Flüstern, wird unverständlich, aber sei wären da. So nah, als würden sei direkt in ihrem Ohr gesprochen, sei riss die Taschenlamp hoch, dreht sich im Kreis doch nim, und war zu sehen. Eier Freund sehen sei ängstlich an, aber Anna wusste, etwas hat sei bemerkt, etwas hat begonnen. Der Flur hinter dem ersten Raum wirkt noch in Jör, als het sich das Gebiut absichtlich zusammengezogen, sei nicht mehr gehen zu lassen. Annas Taschenlamp huscht über die Wand, und überall wären alt Schriftzüge zu erkennen, halb verwischt, halb zerkratzt, als het Gem, und in panischer Eil wird hineingeritzt, rett mich, sei kommen, nicht allein bleiben. Jonas lacht unsicher, als die Kratzspuren sah, doch sein Stimm klang brutschig, beinahe kindlich. Marie schwieg, sei klammert sich in Jör Annas Arm, eier Augen huschten rastlos von Schatten zu Schatten. Sei treten durch ein Tür mit rostigen Scharnieren und fanden sich in einem breiten Korridor wieder. Links und rechts lagen Krankenzimmer, alle leer, doch die Betten standen noch da, als hätten die Patienten sei gerät erst verlassen. Manch Leichen wären zerknüllt, andere glatt wie frisch übersitzen, doch alles war von Staub bedeckt.
die Luft war schwer. Is rock nach altem Desinfektionsmittel und Eisen und über allem lag ein kaum hörbares Summen, wie ein Ton, den man eher fühlt als hört. Anna blieb stehen, legt den Finger an die Lippen und im selben Moment hörten sie Isole, ein leises Wimmern. Is kam aus einem der Zimmer weiter hinten ein Geräusch so schwach, dass man is fast vor den Wind hätte halten können, doch is klang menschlich. Marie sog scharf die Luft ein. Da ist jemand, flüstert sie. Jonas wollte sofort abwinken, doch sein Stimm brach, als sagen wollte, dass das unmöglich sei. Anna spürt, wie ihr Herz rast, doch gleichzeitig war da ein unheimlich Neugier, die sie zwang, weiter zu gehen. Jeder Schritt naht unter ihren Schuhen, jeder Atems, holt wie ein Schrei in der Stillweide. Das Zimmer, aus dem das Geräusch kam, hat kein Tür mehr, nur ein schwarzes Loch im Rahmen. Anna hob die Taschenlampe und leuchtet hinein. Der Strahl glitt über kahl Wand, die Reste eines Betts, ein Silberchen Nachttischlamp. In der Eck lag ein zusammengefallener Rollstuhl, das Leder zerrissen, die Räder rostig. Doch was ihre Aufmerksamkeit fesselt, war der Schatten, der sich bewegt, kein klarer Umriss, sondern etwas Schemenhaftes, das im Licht flackert, als wäre es nicht ganz Teil dieser Welt. Und mit dem Schatten kam das Wimmern, jetzt deutlicher, wie das Weinen eins keins. Marie presst die Hände vor den Mund, Tränen standen ihr in den Augen. Jonas flutscht leis, wollte zurückgehen, doch Anna macht einen Schritt nach vorn. Hallo? Rief sie mit zittriger Stimme. Ihr Wort prallten an den Wänden ab, kehrten als Echo zurück, versucht fast hörnisch. Da hörten sie plötzlich ein lautes Quietschen, als wurde der Rollstuhl bewegt. Langsam, mit einem unheimlichen Ruckeln, rollt auf sie zu und das Jem und Skab. Marie schreit auf, stolpert zurück, Jonas riss sie am Arm nach hinten, doch Anna konnte nicht weichen. Ihr Beine waren wie festgenagelt, während der Rollstuhl direkt war ihr stillst und kam. Sie hob die Lampe und sah, dass auf dem Sitzett was lag, ein alt, vergilbt Krankenhaus. Ihr Finger zitterten, als sie aufhob, der Einband war brüchig, der Name auf dem Deck lag kaum lesbar, doch als Anna die Akt aufschlug, zog sich ihr Mädchen zusammen. Dort standen Verblaster, doch klar, unscheinbare Schrift, Patientin, Anna Keller, ihr eigener Name, sie start auf die Wort, unfähig zu begreifen, wie ihr Name in einem Bericht stehen konnte, der offensichtlich Josant alt war. Hinter ihr hört sie, wie Marie etwas stammelt, doch die Wort erreichten sie nicht. Plötzlich wird das Licht der Taschenlampe schwächer, flackert unruhig. Der Raum wird dunkler, die Schatten dichter, Anna blättert fieberhaft durch die Akt. Die Zeilen beschrieben Symptom, halluzinatorisch Schrei, Paranoia, wiederholt nächtlich Anfall. Das letzte Wort ließ sie den Atem anhalten, Experiment. In diesem Moment erklang das Wimmern wieder, diesmal direkt neben ihrem Ohr, so klar, dass sie den Atem der Stimme auf ihre Haut spüren konnte. Sie wirbelt herum, doch da war niemand. Jonas packt sie grob am Arm. Wir müssen hier raus, sofort. Sein Augen waren weit aufgerissen, Schweiß stand auf der Stirn. Marie weint leis, sie klammert sich an Jonas Jackie, unfähig, auch nur einen Schritt allein zu Mädchen. Doch kaum hatten sie sich verflügelt, flackerten die Lichter des Raums auf Lichter, die es nicht geben konnte, denn der Strom war seit Jahren tot. Närmere Konzerten warfen ein grelles, kränkliches Licht über. Die schien im Spiegel an der Wand gesprungen wie Spinnennetze, sah Anna plötzlich nicht sich selbst. Dort war eine andere Frau. Dasselbe Gesicht, dieselben Augen und doch nicht sei. Die Gosch talt im Spiegel trug ein altes Krankenhäuschen, das Gesicht eingefallen, die Haut voll, die Lippen blau.
Sei öffnet den Mund und obwohl kein Tan herrskam, hört Anna die Wort direkt in ihrem Kopf. Bist nei Jegunjen, Anna Schrei, stolpert zurück, die Act viel ei, her aus der Hand, die Satan flatterten über den Boden, als hätt ein unsichtbarer Wind sei erfasst. Jonas Sorg sei mitjult aus dem Raum, während Marie fast zusammenbrach. Sei randeln den Flur entlang, eier Schritt hämmerten, wei Trommelschläge durch die still. Doch Egel, wei weit sei liefen, das Wimmern verfolgt sei, halt in eiren Köpfen, Wordlauter, bis is zu einem Kreischen anschwoll. Anna hat, das Jeffuhul, das die Mauern sich in der Sogen, das Krankenhaus sei Verschlingen wollt. Jeder Schatten schien sich zu bewegen, die Tour zu atmen. Plötzlich blieb Jonas stehen, als hätt et was gesehen. Vor ihnen, am Ende des Flurs, stand ein Gestalt, nicht klar erkennbar, nur ein schwarzer Umriss groß, unbeweglich. Anna hob die Taschenlampe, doch das Licht prallt von der Figur ab, als würde es sei nicht erreichen. Stattdessen breitet sich ein Tiefdunkelheit am See aus, die den ganzen Flur verschluckt. Marie schreit erneut, doch der Schrei brach abrupt ab, als wäre von der Still erstickt worden. Anna spürt, das sei die Kontrollwürler. Les in eier Schrei danach zu fliehen, doch eier Bein bewegten sich kaum. Sie hört wieder das Flüstern, diesmal klarer, du gehörst uns, die Stimme war in ihrem Kopf, aber gleichzeitig halt sei in den Wänden, als käm sei von überall. Anna stolpert zurück, stieg. Jejin Jonas, der sei grob nach vorn drängt, doch wohin sei auch Gingen, der Flur verändert sich. Türen, die vorher offen standen, waren nun geschlossen. Schilder, die sei eben noch gelassen hatten, waren verschwunden. Es war, als würde das Krankenhaus selbst sei in ein Labyrinth sehen, aus dem es kein Entkommen gab. Die Taschenlampe flackert erneut und erloschen gültig. Plötzlich wurde nur noch Dunkelheit, und in dieser Dunkelheit hört Anna ihren eigenen Namen ganz nah, geflüstert mit einer Stimme, die sei kannt, obwohl sei nei süber gehört hat. Der Raum schien sich in der Dunkelheit endlos auszudehnen, als hätte kein Wind mehr, sondern nur noch Schatten, die sich bewegten wie lebendig. Anna tastet vers weifelt nach ihrer Taschenlampe, schlugdägchen, aber sei blieb dunkel, nur der schwache Schein von Marys Licht, das ebenfalls flackert, riss Kurs geisterhaft Bilder in die Schwers. Für Sekunden sah Anna den Rollstuhl wieder mitten im Raum und dann war verschwunden. Stattdessen hört sie ein Nasen, als würde direkt hinter ihnen rollen. Jonas packt her Hand, sorgt sie vorwärts, doch es fühlt sich an, als würden sie im Kreis laufen, führt jeder Schritt sei tiefer hinein, nicht hinaus. Der Boden unter ihnen verändert sich. Erst Holz, dann plötzlich Metallplatten, die im Echo ihrer Schritt dröhnen. Die Luft war eiskalt, Eidmolken tanzten vor ihren Gesichtern, und doch schwitzten sie vor Angst. Marie schluchzt lautlos, kraut sich in Annas Jackie, während Jonas immer hektischer wird. Es gibt hier einen Ausgang. Kutschter, es muss einen geben, doch die wird klangen leer, wie ein Luge, die sich selbst erzählt. Da, mitten im Laufen, spürt Anna was in ihrem Nurchel, ein eiskalt Hand, die sich sagt, sie legt aber mit einer Kraft, die sie fast zum Fallen bracht. Sie schreit auf, trat nach hinten, aber da war niemand, nur der Abdruck, den sie in der Kälte spüren konnte, als wäre ihr Haut markiert worden. Marie zog sei hastig weiter, und Jonas riss in einer Tür, die plötzlich vor ihnen auftaucht. Sie gab nach, quietscht wie ein Schrei, und sie stoßten in einen neuen Raum. Es war der alte Operationssaal, doch diesmal wirkt nicht verlassen. Die Lampen über dem Tisch glühten schwarz, warfen ein gelbes, kränkliches Licht. Die Metalinstrumente glänzten, frisch gewaschen, bereit zur Benutzung. Auf dem Tisch lag ein Laken,
unter dem sich ein deutlich konnte abseits, nicht wei der Körper eins Menschen. Anna starrt darauf, unfähig sich zu bewegen, bis das Leken sich ganz langsam hab, als würde Jem, und darunter atmen. Marie schreit schrill, Jonas packt sei und sorg sei zurück zur Tür, doch die schnallt plötzlich zu, als hätt sei Jem, und von außen verriegelt. Ein metallisches Klirren ertönt, die Instrument auf dem Tisch zitterten, rutschten sie seit und fielen mit lautem Scheppern zu Boden, doch der Körper unter dem Leken bewegt sich jetzt stärker. Einer konnte ihren Blick nicht abwenden. Mit einem schnellen Ruck glitt das Touch sie seit, und sie sah sich selbst. Sie selbst lag auf dem Tisch, die Augen geschlossen, die Haut voll, als wäre sie skont. Seit Tagen dort, ihr Freund schrien, Jonas hämmert gegen die Tür, Marie weint hemmungslos. Anna stand wie steht, die Luft blieb ihr in der Kehl stecken, als ihr zweet. Version auf dem Tisch plötzlich die Augen öffnet. Is wären ihr Augen und doch nicht. Sie wirkten tiefer, leerer, von etwas Dunklem erfüllt. Die Gestalt setzt sich langsam auf, dreht den Kopf und sah sie direkt an. Du bist zu spät, flüstert sie mit Annas eigener Stimme. Das Licht über dem Tisch explodiert mit einem gleißenden Knall, Funken regnetten zu Boden, und in dem Moment erlosch die Lampe. Dunkelheit verschluckt sei erneut, dichter als zuvor, als wäre sei flüssig und schwer. Ein kalter Luftzug fuhr durch den Raum, und das Wimmern begann wieder, diesmal von allen Seiten. Es war nicht mehr nur ein Kind, es waren viele Stimmen, Männer, Frauen, kinderlei weinten, klagten, flüsterten Wort, die Anna nicht verstand, die Juriaschkilles Watchs dröhnend in ihrem Kopf, bis sie datscht, ihr Schädel. Wuet so springen, Jonas brüllt, hämmert vers fällt auf die Tür, bis sein Hände blutig wären. Marie sank zu Boden, die Arm den Kopf geschlungen, als können sie die Stimmen so aussperren. Anna stolpert zurück, sucht Halt, doch plötzlich stieß sie gegen etwas Kaltes. Sie dreht sich und stand vor einem Spiegel, hoch und makellos, obwohl sie im Raum sauber zersplittert Jesse hat. In einem Spiegel sich nicht sie selbst, sondern wieder die an der Anna. Dies bewegt sich unabhängig, obwohl Anna stillstand. Die Spiegelgestalt trat näher, legt die Hand gegen das Glas. Automatisch hob Anna ihre Hand und berührt dasselbe. Ein eiskalter Schmerz durchzuckt sei, als hätt das Spiegelbild ihre Finger gepackt. Du bist neigegangen, wiederholt die Stimme, diesmal laut und klar, direkt vor ihr. Das Spiegelbild zog stärker, und Anna spürt, wie ihre Hand im Glas zu verschwinden begann. Jonas dreht sich sah, was passiert, und riss an ihrem Arm, doch die Kraft dahinter war unbeschreiblich. Marie schrie hysterisch, nein, nein, nein. Ihre Stimme brach fast. Anna fühlt, wie sie hineingezogen wird, als würde die an dir sie ersetzen wollen. Mit einem letzten Ruck ließ das Spiegelbild sie los. Anna stößt nach hinten, quietschend. Die Haut an ihrer Hand brannt wie Eis, doch der Spiegel war nicht mehr leer. Ihre eigene Gestalt stand immer noch dort, lächelt kalt, und hinter ihr im Glas standen 100 Gestalten Patienten. Erst keine, alle mit leeren Augen, die direkt in Annas Ziel blickten. Da kratscht die Tür plötzlich auf. Jonas sieht Anna hoch, Marie stolpert hinter her. Sie rannten hinaus, stolperten über Krümmer, doch der Fluss ging endlos, Türen fuhrten nirgend, wohin, Treppen in Detten in Wänden. Immer wieder hört Anna die Stimmen in ihrem Kopf, die flüsterten, du bist ein von uns. Sie wollte schreien, doch ihr Kehl war trocken. Plötzlich sah sie ein Licht in der Fern, ein Notice, gangskalt, grün, leuchtend. Hoffnung flammt in ihr auf, sie rannt schneller, ihr Bein brannten, doch das Licht kam nicht näher.
blieb immer gleich weit entfernt, egal wie sehr sei sich anstrengt. Jonas kutscht viel fast hin, Marie stolpert über ihr eigenen Fuß. Anna griff nach einen, zog sei weiter, doch das Licht which Zurück, wie ein Fata Morgana, dann abrupt erlosch is. Nichts blieb, nur Dunkelheit. Und in dieser Dunkelheit hört Anna erneut das Flüstern, diesmal so nah, dass sei die kalt Luft an ihrem Ohr spürt. Endlich bist du zurückgekehrt.